Was machen die Amis eigentlich anders im Marketing, im Business und was kannst du daraus lernen? Genau das wirst du in diesem Vlog erfahren. Denn ich möchte euch mitnehmen die nächsten Tage, was wir hier so in Miami machen, was wir auf der Mastermind machen, was es an Learnings das Ganze gibt, warum das für dein Business sinnvoll ist. Ich bin das erste Mal in den Staaten, ich muss sagen, cooler Eindruck, ähnlich wie in den Filmen. Und ich würde sagen, es lohnt sich natürlich, mal euch mitzunehmen auf die Mastermind von Brian Moncada von adspin.com, der einige Größen im Coaching-Space betreut, die YouTube-Ads für sie schaltet, ihr Business weiter hochskaliert. Und ja, ich werde euch die nächsten Tage einfach mal mitnehmen. Also von der Reise her, wir sind einen Tag vorher angekommen, damit der Jetlag nicht so reinhaut. Es ging eigentlich, wir sind gelandet, haben ewig noch auf dem Rollfeld gestanden, haben uns ein Uber zum Hotel genommen, kurz einen Snack gehabt und dann sind wir auch schon hundemüde ins Bett gefallen, geschlafen, am nächsten Morgen lange ausgeschlafen und glücklicherweise waren dann natürlich schon viele andere von der Mastermind hier, mit denen wir uns getroffen haben, ausgetauscht haben und das ist natürlich das, was die In-Person-Masterminds ausmacht, warum die so wertvoll sind, sich mit den Leuten auszutauschen. So, Tag 1 der Mastermind ist vorbei und schon einige geile Takeaways gehabt und ich würde sagen, ich nehme euch mal mit in das Zentrum, wie das Ganze hier aussieht. Und dann war das Ganze folgendermaßen aufgebaut. Tag 1 gab es Vorträge. Da hatten wir unter anderem Brandon Carter, aka King Keto. Der hat einen Vortrag über das Thema Zielsetzung gehalten. Sprich, er hat ein sehr, sehr gutes Framework mitgegeben, wie du ein großes Ziel setzt und welche Unterziele du dadurch erreichst, welche verschiedenen Ziele das sind, wie du dann das perfekte Ziel für dich herausfindest und das auch wirklich durchsetzt. Er hat sehr persönliche Geschichten erzählt, wie er früher sein Geld verdient hat und er hat keine Details erzählt, aber er meinte, er will nicht, dass das noch rauskommen könnte oder vielleicht ins Gefängnis kommt. Also ich denke, jeder kann sich denken, was er damals gemacht hat. Und er hat danach, nachdem er diesen Wake-up-Call quasi gehabt hatte, hat er, ich glaube, 3 Jobs gleichzeitig gehabt. Ist morgens aufgewacht, hat im Gym Personal Trainer Stunden gegeben, dann hat er noch einen Vollzeitjob und dann hat er, ich glaube, am Wochenende nochmal bei einem Freund oder so im Gym gearbeitet, bin ich mir 100% sicher. Auf jeden Fall hatte er 3 Jobs gleichzeitig, hat jahrelang hart gearbeitet und diese Work Ethic, die hat ihn wirklich dahin gebracht, diese Disziplin und diese Zielsetzung. Und er hat selber gesagt, obwohl er wirklich sehr krass in Form ist, dass er Workouts hasst. Und das fand ich sehr krass, einfach nur, wie er das rübergebracht hat und wie er dadurch die passende Zielsetzung hatte. Und nachdem wir die Ziele ja quasi dadurch hatten, war der nächste Vortrag von Jeremy Haynes. Jeremy Haynes hat uns dann quasi alle beleidigt, hat gesagt, wir sind alle Guppies, dass wir alle zu wenig Geld hätten und dass wir alle zu wenig Geld verdienen und zu wenig Net Worth haben. Er hat dann damit geflext, dass er 6,5 Millionen Net Worth hat und aktuell so zwischen 200 und 400 Profit im Monat macht und das in den S&P 500 steckt. Und sein Ziel ist, 100 Millionen zu machen. Das aber das Lustigste war, dass er nicht mal den Zinseszins ausrechnen konnte. Er hat gesagt, wie viel sind Inflation einfach? Sagen wir mal 3%, über 7 Jahre sind das 21%. Jeder, der einen Taschenrechner hat, weiß, dass der Zinseszins so nicht gerechnet wird. Ich glaube, gerundet sind es dann 23%. Das heißt, die 100 Millionen, die er sich als Ziel gesetzt hat, ja, die muss der gute Mann nochmal korrigieren. Und wenn man sieht, was in den letzten Jahren mit ihm passiert ist, mit seinem Körper, der hat einen immer größeren Bauch bekommen, hat mittlerweile graue Haare bekommen. Und genau diese kritischen Fragen habe ich ihm auch gestellt. Ich habe ihm gesagt, hey, woher willst du wissen? Und das Geile ist nämlich, er hat, glaube ich, gar keine Mitarbeiter. Er hat 2 Sales-Mitarbeiter. Er will nichts abgeben. Er macht einfach alles selber und hustelt so lange durch und das macht der Körper mit. Und ich habe ihn gefragt, hey, wie glücklich bist du, Jeremy? Auf einer Skala von 1 bis 10 und er sagte 10,5. Ob das stimmt oder nicht, kann jeder für sich selber entscheiden. Und diese Sichtweise hat er von Grant Cardone bekommen. Der war nämlich der Marketer von Grant Cardone. Und ja, er hat gesagt, du musst einfach mehr Geld verdienen. Und im selben Satz, beziehungsweise kurz davor, hat er gesagt, Grant Cardone hat an einem Morgen 4 Espresso getrunken, hat einen Herzinfarkt und saß nachmittags wieder am Schreibtisch. Also ob das die gesündeste Version ist, ja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Dann der dritte und letzte Vortrag war der von Mark Dahmer. Das ist ein Performance Coach, der hat zum Beispiel mit Sam Ovens gearbeitet, hat auch mit Ty Lopez gearbeitet, hat auch sehr spannende Stories erzählt, die werde ich jetzt hier in dem Vlog nicht leaken. Und im Prinzip ging es darum, wie optimierst du deinen Schlaf, wie optimierst du deine Ernährung, wie optimierst du deine generelle Tagesstruktur, sodass du ja, eine gute Performance hast, dass du gut aussiehst, dass du dich gut fühlst, dass du ja, einfach 100% klar bist. Und da hat er noch ein paar sehr, sehr coole Stories noch mit reingebracht. So, ich denke, das war ein cooles Format. Am ersten Tag ganz viel Input mitgenommen. Am zweiten Tag war das Ganze dann kollaborativ. Das heißt, es gab ein paar Themen, die wir aufgeschrieben haben. Jeder hat seine Problemfelder quasi geschildert. Und dann hat der eine gesagt, hey, ich habe dazu was, hat die Dinge ausgetauscht. Brian hat das Ganze sehr gut moderiert. Insgesamt ein sehr cooles Format. Beim Bearbeiten dieses Videos hier ist mir aufgefallen, dass an Tag 2 ich echt wenig mitgefilmt habe. Und das lag vermutlich daran, dass es ja inhaltlich sehr intensiv war. Man hat wenig gesehen. Dafür war es intensiv, weil erstmal alle Leute in dieser Runde ihre Fragen gestellt haben, ihre Themen, die gerade im Business da waren. Brian hat die alle gesammelt, dann wurden die geclustert und dann in mehrere Themen unterteilt und dann sind wir im Prinzip da einmal durchgegangen. Angefangen haben wir mit dem Thema Traffic, also über welche Quellen kriege ich am besten Traffic und mehr Eyeballs auf mein Angebot. Da haben wir
ja, auch über YouTube-Ads gesprochen. Das ist natürlich das, wofür Brian bekannt ist, aber auch um alle weiteren Themen, wie man organische Kundengewinnung macht, beziehungsweise organische Traffic-Quellen, Social Media aufbaut, wie verschiedene Leute ihre Strategien für sich persönlich umsetzen. Und ja, dann wurde eben geteilt, was bei jeweils den Personen alles gut klappt und jeder hat da Input für sich persönlich mitgenommen. Danach sind wir noch kurz auf das Thema Offer eingegangen, was dort gut klappt, Tipps, die dort andere auch mithaben, auf das Thema Setter und Dealflow. Ja, und dann sind wir auch weitergegangen in den größten zweiten Block. Das Spannende war nämlich, dass Brian alle Leute aus seinem Team nach Miami eingeflogen hat. Die arbeiten nämlich teilweise auch aus den Philippinen. Er hat Video-Editor aus den Philippinen und eine DevOps-Managerin. Und es war sehr spannend, auch die Perspektive von denen zu sehen, was sie dazu sagen, wie sie das Ganze schätzen und ja, einfach generell, wie ich das Team aufbaue, was für Leute ich einstellen soll, welche SOPs ich brauche, um das Team zu schulen und so weiter. Das war dann der größte Block, worüber wir gesprochen haben an dem Tag. Tag 3 der Mastermind ist jetzt fast schon vorbei, zumindest der offizielle Part. Wir haben heute Morgen ein kleines Workout hier gemacht, das ist nämlich im Muscle Beach. Wir haben heute endlich wundervolles Wetter, der letzten paar Tage, als der Sonne ein bisschen versteckt. Kein Problem, wir saßen nur drin, haben coole Sachen gelernt. Und hinter mir hier direkt die ganze Workout-Area, da haben wir ein kleines Workout gemacht mit, ich weiß nicht, 15 Leuten, 20 Leuten, war auf jeden Fall eine coole Experience. Danach noch ein bisschen hier Volleyball gespielt und dann haben wir das Meer genossen. Vergleichsweise kalt, aber ich sag mal so, für den 31. Dezember, ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Und ich nehme euch heute Abend noch auf die Party mit und dann ist die Mastermind auch schon vorbei. Das war der Start. Dann sind alle noch mal ein bisschen essen gegangen, haben sich frisch gemacht und abends gab es dann Pre-Game hier in der Lobby. Wir haben coole Bilder gemacht, alle waren fresh angezogen, hatten einen Anzug an, hatten ein Tuxedo an und dann ging es auf die Yacht. Und das war wirklich eine ziemlich krasse Yacht, lange im Hafen gestanden, coole Party, coole Musik, gutes Essen, was einige Leute nicht mal gecheckt haben, das war das Lustigste. Wir waren so hungrig, dass wir direkt schon mal an Deck runtergegangen sind, eigentlich schon vor der Eröffnung des Buffets loslegen wollten. Und dann gab es wirklich extrem gutes Sushi, extrem gutes Fleisch, Parmesan ohne Ende. Konntest dir aussuchen, was du willst. Und das war, denke ich mal, eine sehr, sehr coole Sache. Mit eins der besten Silvester, vielleicht sogar das beste Silvester, was ich jemals verbracht habe, in einer coolen Location, mit coolen Menschen, Business Talk. Und das war im Prinzip der offizielle Abschluss der Mastermind. Und an dem nächsten Tag haben wir uns dann die Chance nicht entgehen lassen, wenn wir schon mal in den USA sind. Was machst du dann? Du gehst auf den Schießstand und schießt vollautomatische Waffen, weil es in Deutschland nicht erlaubt ist. Dementsprechend das haben wir gemacht, dann auf ja, auch nochmal Pistolen geschossen. Das war im Prinzip der Amerika-Trend. Nochmal hier in die Mall gegangen. In der Mall auch ja, alle möglichen Stores gesehen, abgecheckt, einige Male essen gegangen und das war so die insgesamte Experience hier in Miami. Ich könnte euch jetzt hier tausende Erkenntnisse, tausende Ideen, die ich während der Mastermind hatte, mitnehmen und mitgeben. Im Endeffekt geht es aber genau darum, wie in dem Buch The One Thing beschrieben, eine Sache mitzunehmen, eine Sache wirklich zu 100% umzusetzen. Und für mich ist die Kombination aus dem Ziele setzen, also das, was Brandon Carter in seinem Vortrag erzählt hat, ein großes Ziel zu setzen und dann gibt es viele kleine Support Goals in verschiedenen Kategorien, aber wirklich ein großes Ziel für ein Jahr und dafür alles umzusetzen. Das ist im Prinzip alles, was in die Richtung geht. Und was ich von Jeremy Haynes mitgenommen habe, ist es wichtig, unterschiedliche Ansätze zu akzeptieren, sie auch gut zu finden vielleicht und sich einzelne Dinge rauszupicken. Ich denke, das machen viel zu wenige Menschen wirklich richtig. Sprich, zu sagen, jo, ich habe diese eine Sache, ich nehme diese eine Sache mit und auch wenn ich nicht der Meinung bin von ihm, finde ich es trotzdem okay und nehme mir eine coole Sache mit. Er hat zum Beispiel alle Leute in diesem Raum als arm beleidigt. Er hat gesagt, ey, ihr habt viel zu wenig Net Worth, ihr müsst mehr hustlen, ihr müsst mehr Geld verdienen. Und der Typ hat halt so eine Plauze. Der ist nicht wirklich gesund. Ich weiß nicht, ob er glücklich ist, er hat zumindest gesagt, er ist es. Er hat nicht überdacht, ob seine Lebenseinstellung wirklich gut ist. Und das einmal zu hinterfragen, ist, denke ich, eine sehr coole Sache. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, dir haben die Eindrücke gefallen und du konntest das ein oder andere mitnehmen. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare, falls du Fragen hast. Einfach auf Insta vorbeischauen und sonst schau dir hier noch das nächste YouTube-Video an.